Wir sind ein Club, der Enterprise und andere Science-Fiction-Filme sozusagen praktisch im Repertoire hat als Fandom, aber hauptsächlich auf Enterprise ausgerichtet ist und Star Trek. Ich bin vor 15, 16 Jahren circa zu diesem Club gekommen durch einen damaligen Kollegen, Arbeitskollegen, und bin seitdem großer Fan von Star Trek. Enterprise ist etwas, was nicht total in die Utopie hineingeht. Enterprise ist heutzutage, kann man schon sagen, fast Realität. Fast Realität. Man braucht nur schauen, die Handys. Aufgrund vom Captain Kirk, seines Communicators, wurden ja entwickelt die Handys. Kirk Enterprise. Scott here, sir. We're beaming up. Notify transporter room. Also darum ist Enterprise für mich eher etwas Reales. Ne? Star Wars zum Beispiel, wenn man schaut, die Jedi-Ritter, ich kann einen Energiestrahl in ein Schwert nicht bündeln. Das ist unmöglich. Ja? Aber Enterprise, ja, da gibt es vieles, was machbar ist. Also ich bin dort dazu gekommen, weil ich angefangen habe, Animes zu zeichnen, also Mangas zu zeichnen. Und dann bin ich letztes Jahr, 2012, das erste Mal auf eine Convention gegangen, zur Aninight. War ich am ersten Tag noch zivil dort und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich am zweiten Tag gleich im Cosplay gekommen bin. Allerdings ein sehr primitives, ein L-Cosplay aus Death Note, das eigentlich sehr einfach ist. Aber trotzdem, ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Und bin so in die Szene hineingekommen und es hält mich dort, dass eben auch einfach alle Leute tolerant sind und es sozusagen keine Grenzen gibt, wie man nicht sein soll. Also man wird sehr komisch angeschaut, wenn man zum Beispiel im Cosplay rausgeht, wie diesen Samstag war ich auf einem Cosplay-Treffen und ich bin mit langer, also 1,20 cm langer blauer Perücke hinausgegangen. Wir wurden sehr oft komisch angeschaut, sehr oft komisch angesprochen, mit so Kommentaren, ist schon Fasching, ist Halloween, etc. Aber wir ignorieren das eigentlich fast immer, weil wir es schon gewöhnt sind. Wenn man das nämlich öfters macht, dann ignoriert man das. Also mein Name ist Dominik Scheidl, ich bin 17 Jahre alt, bin vor ungefähr 1,5 Jahren dazu gekommen, eigentlich durch Zufall. My Little Pony, das kennt man eigentlich auch schon aus der Kindheit, weil alte Serie und so weiter. Auf das Neue bin ich wirklich durch Zufall gestoßen, als ich 2012 auf den ACTA-Demos mit dabei war und mir da voller Euphorie die schon damaligen Bronies entgegengekommen sind. Und mit ihren Schildern, mit ihren Sprüchen, das war einfach Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, woher? Habe mich auf YouTube mal durchgeklickt und gefunden, die 9 Folgen. Das begonnen und bin einfach total reingefallen. Man denkt sich, eine Kinderserie, aber was für Themen angesprochen werden in My Little Pony, ist ein Wahnsinn. Es werden eben Themen verarbeitet wie Freundschaft, Mut, auch Problemlösung. Also sie geben wirklich direkt Hinweise, wie man tägliche Probleme lösen kann, einfach verpackt in eine lustige Serie eigentlich. Die Fanaktionen, dass Fans Seiten aufbauen, dass Fans sich kreativ betätigen, das gibt es in sehr wenigen heutigen Szenen und das ist eben auch das Coole, weil die Leute zeichnen, die Leute animieren, die Leute machen Veranstaltungen, machen Treffen, schreiben Geschichten. Das ist, man kann es vergleichen mit der Anime-Szene. Dort ist genau dasselbe. Die Leute machen selber Sachen, die Leute betätigen sich selber an dem Ganzen und das lässt das Ganze eigentlich leben. Also in der Anime-Szene ist es so, dass die meisten Leute eben auch selber Veranstaltungen eröffnen. Zum Beispiel
der Krümel Day, was von einem Freund von mir ist, wo das eigentlich ein monatliches Treffen ist, wo die Cosplayer hingehen oder generell Otakus, also Anime-Fans. Und es gibt eigentlich leider nur sehr wenige Conventions, die groß veranstaltet werden. Das heißt, eigentlich treffen sich die meisten Cosplayer und Otakus generell persönlich einmal im Monat oder zum VCC wie einer Cosplay-Club-Treffen, was jeden Mittwoch ist. Demnach sind sie sehr aktiv. Ich gehe auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel voriges Jahr war ein Event im Prater, auch dort gehe ich hin, man wird sofort fotografiert und man lässt sich fotografieren. Ja? Also wir waren schon im Fernsehen bei diversen Sendungen. Ne? Also schief angeschaut eigentlich konnte gar nicht. Wir haben schon gehabt Veranstaltungen, wo wir über die Marie-Hilfer-Straße mit den Klingonen gegangen sind und das war ein riesen Trara und war witzig und lustig. Ja? Also schief anschauen, heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Da schauen sie schon auf andere Leute schief als auf einen Drecki. Ne? Abgründe gibt es immer. Also ich habe das nur gesehen. Ich bin eingeladen worden auf Facebook in eine Gruppe, die heißt Bad Bronies Austria, not safe for work. Und das sind dann schon ein bisschen anstößigere Bilder, sagen wir es so. Also es gibt von brutalen Pony-Sachen, wie, wenn das jemand kennt auf YouTube, die Moth-Videos, in der My Little Pony extremisiert wird. Boy, let me tell you, I sure do love apples. Applejack, what are you doing? You can't eat all those fucking apples. Fuck you, I can't eat all these apples. Es gibt ein sehr heikles Thema, es gibt Pony-Pornos. Wie gesagt, es gibt eben von allem eine dunkle Seite. Ja, es gibt sehr viele in der Anime-Szene, die nur auf Edgy, also Erotisches oder auf Hentais aus sind, aber sie sind nicht so aktiv. Also nicht so in der normalen Anime-Szene aktiv, aber es gibt genug Hentai-Seiten. Ich kenne einen Hentai-Zeichner, aber der zeichnet extrem gut und ich akzeptiere es, ist egal, er zeichnet trotzdem, er ist aktiv, er mag Animes, warum soll ich das nicht tolerieren, wenn er halt gerne Hentais schaut oder zeichnet. Wir befinden uns jetzt hier in den Hobbyraum meiner Wohnanlage, wo ich Hausbesorger bin. Der Raum wird einmal im Jahr, also einmal im Monat genutzt, wenn nicht manchmal zweimal, fürs Clubtreffen von Galactic Friendship und Vulcan Spirit. Ja, und dementsprechend habe ich den Raum auch hier eingerichtet. Ja, also das ist Phantom, sage ich, Phantom pur, und vor allem man kann es steigern, man kann es auch nicht steigern, ne? Also es kommt immer drauf an. Wie viele Autogramme haben Sie da jetzt schon ungefähr? Oh je. Wenn ich 30 oder 35 habe, ist es wenig. Ich habe viele. Ja. Ich habe eine ganze Wand voll. Und sind alle echt? Bis auf eines sind alle echt. Also ich habe versucht, alle zusammenzubekommen. Nur der Pille, leider Gottes, also der McCoy sozusagen, ist gestorben, und aus dem Grund konnte ich ein Bild nur mehr, sagen wir so, eine gute Kopie erreichen. Ne? Aber es ist genauso viel wert, kann man sagen, wie fast ein Original. Ne? Mivia Mesche, die Hulacha! Jetzt sehen Sie mich als Klingone. Das ist eine der beliebtesten Figuren in Star Trek. Ich habe mein Kostüm selbst gemacht, ja, Sie sehen es ja selbst, also das Einzige, was hier gekauft ist, sind die Haare und der Bart. Ich wollte keine Uniform haben, wie sie ursprünglich bei jedem Film ist, in Grau mit den Streifen, ja, sondern einmal in einer anderen Farbe und so weiter. Außerdem, ich bin ja nicht ein Krieger in dem Sinne, sondern ich bin ja ein Gouverneur. Ja. Ich arbeite in einer Medienfirma. Meine Leute, meine Kollegen wissen auch so ziemlich, was ich in meiner Freizeit mache, und die haben absolut kein Problem damit. Man wird zwar schon manchmal schief angeschaut, aber wirklich hinderlich ist es nicht. Ich bin jetzt viel mehr in der Szene. Ich habe eigentlich alle meine Freunde, außer 2, sind aus der Szene. Ich bin wirklich fast nur täglich, schreibe ich nur mit den Leuten, und ich zeichne auch täglich, und ich mache sonst eigentlich nicht viel mehr außer zeichnen, Cosplays vorbereiten und mit irgendwelchen Leuten treffen oder eben genau cosplayen.
Und ich habe auch viel weniger Zeit für meine anderen Freunde, was ich auch einerseits schade finde, andererseits kommen sie manchmal gut damit zurecht, manchmal eben nicht. Und ich versuche gerade eine sehr gute Freundin von mir ein bisschen in die Szene reinzubringen. Und es klappt auch ein bisschen. Ich hoffe, dass sie dann mit mir ein bisschen mehr Spaß daran findet, dass sie auch bei mir dabei ist. Ich hoffe wirklich, dass ich drinnen bleibe, dass ich weitermache. Ich habe es mir auch fest vorgenommen. Vielleicht bringe ich auch mal meine Kinder dazu, Bronies zu werden. Und ich fände es ganz toll, weil es einfach eine gute Sache ist. Eine Stunde herausschlüpfen aus dem eigenen Ich, in den Charakter schlüpfen, den ich hier darstelle, ist für mich wie wenn ich 14 Tage Erholung hätte in Urlaub.